Herzlich willkommen. Diesmal im Test die Mercedes S-Klasse und zwar als S580 4MATIC. Die Mercedes S-Klasse wird bereits in der 11. Generation gebaut. Das hier ist noch das Vor-Facelift 2024. Ich vermute mal, nächstes Jahr wird wohl eine neue rauskommen. Nach 4 Jahren, also 2020, wurde er eingeführt. Die S-Klasse gibt es in einer normalen Version und in der Langversion. In der Langversion beginnt sie mit dem S350D ab 117.000 € bereits. Also das ist schon ein sehr anständiger Grundpreis. Dazu kommt noch eine sehr umfangreiche Sonderausstattung in der Regel. Dieses Fahrzeug, sprich der 580er, kostet mit 4MATIC in Langversion 144.000 € Grundpreis. Und so wie er hier steht in dieser Ausstattung, würde er bei 191.000 € liegen. Der S580 hat einen V8-Motor, also er ist eigentlich das, was früher der 500er war. Er hat jetzt auch nicht mehr 5 Liter Hubraum oder 5,8 Liter, wäre es ja nach der früheren Typenbezeichnung gewesen, sondern in Anführungsstrichen nur noch 4 Liter Hubraum. Ich persönlich finde das Design ganz gelungen. Aber das ist bekanntlicherweise natürlich Geschmackssache. Ich finde ihn modern, windschnittig und natürlich heute auf dem neuesten Stand der Technik. Kurz zur Einordnung, die S-Klasse ist im Wesentlichen die oberste Klasse bei Mercedes und vergleichbar mit dem BMW 7er und dem Audi A8. Wobei ich sagen muss, in der Vergangenheit war es so, dass der Audi A8 ein sehr fahrerorientiertes Fahrzeug war, sprich der lag schon früher, während die S-Klasse ab 200 eher so ein bisschen schwammiger wurde, wie ein Brett auf der Straße. Und der aktuelle BMW 7er, das ist ja mehr eine Design-Ikone, sage ich mal. Also der hat ja eine vergleichbare Ausstattung und ist natürlich auch ganz oben angesiedelt, aber ich finde zum Beispiel die Anordnung im Bereich der Tür beispielsweise, das hier bei der S-Klasse ist alles sehr funktional angeordnet, finde ich. Die Fensterheber, die selbsterklärende Sitzverstellung, also das hat so einen funktionalen Charakter. Und beim BMW 7er ist es eher so, dass die Sachen alle so gerade sind und dann sind die hier so bestückt. Das sieht natürlich total futuristisch aus, aber ich bräuchte das jetzt nicht. Beim Auto geht es meiner Meinung nach mehr um Funktion, aber wie gesagt, alles Geschmackssache. Zur Sonderausstattung. Ich hatte ja gesagt, er hat für über 40.000 € Sonderausstattung. Die finden wir hier verbaut in einer Phong-Klimaanlage, also das heißt 4-Zonen-Klimatisierung, Phong Entertainment, das bedeutet hinten 2 Bildschirme. Dann haben wir sowohl hinten als auch vorne elektrische Sitze, beheizbar und klimatisiert, weil man ja auf Leder meistens insbesondere im Sommer so ein bisschen schwitzt. Sichtschutz an den Türen. Dann haben wir ein sehr schönes Panoramadach. Ein Head-Up-Display, dazu gibt es auch noch Augmented Reality, also damit wollen die sagen, es gibt auch noch Pfeile, die über das Head-Up-Display und im M-Books, also das ist das Teil da in der Mitte, die Navigations- und Infotainment-Einheit, angezeigt werden. Und mit dem sogenannten Digital Light mit Projektionsfunktion kann man sich dann auch noch Sachen auf die Straße einblenden lassen, zum Beispiel wenn eine Baustelle voraus ist. Und außerdem ist es im Wesentlichen Fernlicht, was ständig aktiv ist, so ähnlich wie Matrixlicht und dann Autos, die einem entgegenkommen, herausrechnet. Verfügt dieser S580 auch noch über den Autopiloten, Drive Pilot. Das ist zu erkennen an diesen Tasten. Das heißt, der würde dann auf bestimmten Autobahnabschnitten vollständig autonom fahren.
Und so kommen dann schnell ein paar 10.000 Euro zusammen. Der S580, den hören wir uns gleich mal an. Der leistet ja mit seinem V8-Motor 503 PS und mit den 2 Turboladern, Ladeluftkühler, Direkteinspritzung wird er natürlich auch ganz schön gefordert. Das heißt, es gibt auch durchaus kritische Kommentare zu diesen hoch aufgeladenen Motoren, die vielleicht nicht ganz so lange halten wie die alten. Alt meine ich ohne Aufladung, V8, ganz souverän. Vorteil dieser ganzen Aufladesache, dass er natürlich mehr Leistung hat, 700 Newtonmeter, und der Verbrauch ist natürlich deutlich optimiert. Das heißt, man kann ihn schon für knapp über 10 Litern kann man ihn fahren, wenn man sich zurückhält. Und früher war das so, ja, mit dem S500, da hat man schon an die 12 verbraucht. So gesehen ist das schon deutlich weniger geworden, aber es sind natürlich auch eventuelle Folgekosten jetzt damit verbunden, dass der Motor halt so hoch aufgeladen ist und vielleicht auch mal das eine oder andere nicht dauerhaft durchhält, um das positiv zu formulieren. Kurz zum Vergleich, wir hatten ja vor kurzem den S450D, rein 6-Zylinder Diesel, 750 Newtonmeter und ein Verbrauch, ja, ich sag mal zwischen 6 und 8,5 Litern, je nach Fahrweise, denke ich, kann man da durchaus hinbekommen. Also deutlich weniger, etwas mehr Drehmoment als dieser, aber der hängt hier so ein bisschen mehr am Gas. Aber jetzt hören wir uns ihn einfach mal an. Bereits, wenn man sich dem Fahrzeug nähert, fahren die Türgriffe automatisch aus. Das ist natürlich auch nochmal ein Extra, was man ordern kann. Ich muss das jetzt einmal manuell machen, weil er noch offen ist. Und die Haube öffnet man unterhalb des Armaturenbrettes. Sprich, da oben, da ist so ein roter Hebel und da ziehen wir zweimal dran. Und dann kann man die Haube ganz normal anheben. Und so sieht der V8 aus. Wirklich viel sehen kann man hier natürlich nicht mehr unter diesen ganzen Plastikabdeckungen. Und so hört er sich an. Das hört sich natürlich schon ganz anders an als der 6-Zylinder Dieselmotor. Also dieses V8, wo hört man dem Motor auch noch an im Innenraum. Ja gut, das ist nicht so ausgeprägt, weil der ist halt sehr, sehr, sehr gut gedämmt und so gesehen kommt davon nicht allzu viel an. Außer Leistung, die steht im Prinzip in allen Fahrsituationen ausreichend zur Verfügung. Vom Fahren her ist es so, dass er so leicht immer dahin rollt und man muss quasi so eine kleine Schwelle übertreten, dann fängt er an zu laufen, dann aber auch richtig. Ich hatte schon gesagt, die S-Klasse ist natürlich hervorragend gedämmt. Viel besser geht es, glaube ich, nicht. Also die Vibrationsgeräusche, Außengeräusche, Windgeräusche, das ist schon ziemlich gut optimiert. Aber wir hören einfach mal selber rein. Wir machen ja mal unseren Türtest. Ja, das finde ich klingt richtig satt. Auch noch mal vorne. Ja, ich finde, da merkt man richtig, dass dieses ganze Klangbild, etwaige Variationen so aufgesogen werden. Jo, das passt. Und jetzt geht es nach vorne. Der Einstieg ist soweit gut. Ihr seht aber auch, ich muss mich hier so ein bisschen runterneigen. Das liegt einfach daran, weil die Autos heutzutage immer aerodynamischer werden und somit die A-Säule natürlich immer flacher. Die S-Klasse hat ja auch einen guten Luftwiderstandswert. Und hier sitzt man grundsätzlich sehr gut. Also wie gesagt, Klimatisierung, Sitzheizung. Wir haben hier fahrdynamische Sitze. Also wenn ich in Kurven gehe, dann werden hier die Seiten noch mal so ein bisschen aufgeblasen. Wir haben Massage. Wir haben hier ein Programm, das heißt Energizing Comfort. Ja, das
soll dazu dienen, um den Fahrer so ein bisschen zu reaktivieren oder zu aktivieren. Da werden hier nette Bilder und Filmchen eingeblendet. Dazu wird man passend massiert und die Lichtstimmung wird auch noch angepasst. Also wenn man jetzt in einer langen Fahrt sich aktivieren möchte, dann gibt es dann auch noch ein bisschen die Klimaanlage dazu. Dann würde man so erfrischt werden. Und wenn man jetzt ein bisschen runterkommen will, dann kann man sich Waldklänge oder sowas anschauen. Also ich lese es mal kurz vor. Freude, Vitalität, Behaglichkeit, Waldlichtung, Meeresrauschen. Also all solche Sachen gibt es da, damit der Fahrer dann so ein bisschen runterkommt. Das kostet, glaube ich, 3.500 €, ist aber relativ, weil die Zwangsausstattung, die damit verbunden ist, zum Beispiel die Massagesitze sind, und da werden dann so einige Sachen zusammengepackt und dann relativiert sich der Preis auch wieder. Ob man das haben muss, das weiß ich jetzt nicht. Natürlich hat er Ambiente-Licht, was hier allerdings nicht so ist wie bei dem S450D. Ich habe hier keine Aktivierung der Leisten. Das müsste eigentlich funktionieren, geht hier aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Ansonsten ist ja auch das Exklusivpaket verbaut. Das heißt also, diese Armaturenbrette und diese Seiten und so, das ist alles mit Leder bezogen. Also das hat schon einen sehr hohen Qualitätsstandard, wenn man das denn haben möchte. Das ist natürlich immer so eine Frage. Dieses Paket kostet um die 6.000 €. Das muss man natürlich wissen, ob einem das wert ist. Es sieht nett aus. Einen tatsächlichen Mehrwert kann man ja nur für sich persönlich feststellen. Dann sind hier tatsächlich so alles so mit Leder bezogen. Das sieht natürlich schon schick aus. Allerdings, wenn ihr die Kunstleder-Variante habt, ist der Unterschied natürlich auch nicht so groß. Hier haben wir schönes Wurzelholz an den Rücksitzen und darunter auch noch LED. Nehmen wir auch die Nähte an der Mittelkonsole. In den Türen hinten ist das natürlich auch sehr schön alles verarbeitet. Ich denke, zur Sonderausstattung und was man nehmen sollte oder nicht, da werden wir auch noch mal ein separates Video machen. Das findet ihr dann auf unserem Kanal. Hier oben finden wir jetzt den Lichtschalter. Dann haben wir hier Sitzheizung, Sitzklimatisierung und dann können wir mit R rechte Seite quasi den Beifahrersitz einstellen. Wir haben hier eine umfangreiche Sitzverstellung, die dann hier diesen wunderbaren Komfortsitz steuert, und da können wir dann sogar noch die Kopfstützen vor und zurück machen. Das ist sehr beeindruckend und bequem. Hier haben wir die Spiegelverstellung, Fensterheber, Sonnenrollo, Innenverriegelung und hier unten nochmal ein Schalter für den Kofferraum. Den kann man hier dann auch einfach ziehen und dann öffnet der sich, oder runterdrücken, dann geht er auch wieder zu. Wir haben hier ein Fach, da können wir eine Flasche reinpacken. Ja, das passt so halbwegs, das kann man so machen. Hatten wir auch schon bessere Lösungen, aber dadurch, dass das Auto ja so ein bisschen flacher ist, weil da oben ja noch so viel untergebracht werden muss, passt das schon. Komfort-Kopfstützen mit diesen Kissen, die sind ja sehr bequem. Die gibt es selbstverständlich auch noch hinten. Hier sehen wir das Digital-Cockpit. Das kann man sich auch in verschiedenen Stufen anschauen lassen. Hier gibt es so exklusiv, wenn ihr es einfach mal gesehen habt. Dann gibt es hier sportlich, dezent. Dann haben wir ja auch eine Map-Karte. Also dann wird das ganze Display zur Karte werden. Achso, jetzt sind wir im oberen Modus. Das ist quasi für das Head-Up-Display. Dann geht man eine Stufe hoch und dann kann man hier auch verschiedene Sachen, die man gerne haben möchte, sich einstellen und anzeigen lassen. Und hier haben wir noch die Assistenzansicht. Wenn man jetzt ein Auto vor sich hat oder so, oder wo man sich auf der Fahrbahn befindet, das kann man sich hier alles anzeigen lassen. Hier die Serviceinformationen. Ist soweit alles in Ordnung. Und die Hauptansicht, die ich in der Regel immer benutze, ist die klassische. Weil dann kann man hier nämlich auch in der Mitte sich nochmal verschiedene Sachen anzeigen lassen, so wenn man so hoch und runter scrollt. Falls ihr noch keine neue S-Klasse haben oder gehabt haben solltet,
Dieses Bällchen hier trainiert euch, den müsst ihr quasi so ein bisschen in Waage halten, also dass er nicht zu stark hin und her rollt, dann kriegt er auch eine gute ökonomische Bewertung. Mit diesen Tasten kann man jetzt hier den Autopiloten, Drive-Pilot aktivieren, wenn er denn verfügbar ist. Und hier haben wir das M-Box, was ähnlich wie in den anderen Mercedesen ist, hat allerdings mehr Funktion, weil er ja deutlich mehr Ausstattung hat. Ich zeige das mal einmal kurz. Komfort haben wir Massage, kann man jeweils nach links und rechts steuern. Dann haben wir hier Sitz, Ambientebeleuchtung, Energizing Komfort mit diesen ganzen Programmen. Dann gibt es Einstellungen, Fahrzeuglichtsystem Info, und je nach Ausstattung, die man gebucht hat, gibt es hier natürlich dann auch mehr Unterpunkte. Remote Parkassistent, Memory Parkassistent, da kann man sich dann zum Beispiel abspeichern lassen, an welcher Stelle er aktiv werden soll. Also hier gibt es ganz viele Sachen. Wir haben zum M-Box auch ein separates Video gemacht. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht alles im Detail erklären und zeigen. Hier ist das Klimaniveau. Ja, machen wir eben die Zündung an. Hier sehen wir jetzt 22 Grad und hier kann man dann auch ganz komfortabel nochmal hoch und runter stellen, die Automatikprogramme oder das Automatikprogramm für die jeweilige Seite. Hier unter haben wir den Fahrschalter für die Fahrprogramme. Wir haben hier ökonomisch, Komfort, Sport, Sport Plus und Individual. Das kann man hier dann alles festlegen. Dann ist die Kennlinie ein bisschen straffer. Auch wenn ihr ökonomisch fahrt, hat er eigentlich zu jedem Zeitpunkt ausreichend Leistung. Dieses Symbol, ja, das ist so ein bisschen hier zum Parkthema gedacht. Das sind hier so Head-Up, Fahrzeugeinstellungen. Man kann ihn auch anheben, wenn man irgendwo lang fährt. Das sollte man auch machen. Wenn ihr eine Bodenwelle habt oder sowas, dann sollte man das hier anheben. Ja, Warnblinker, Lautstärke, naja, all solche Sachen. Dann gibt es hier noch ein Fach. Da gibt es eine induktive Ladung da vorne. Hier kann man auch nochmal sein Handy hinlegen und USB-Paket hat er auch. Und hier gibt es dann nochmal Getränkehalter. Dieses Fach kann man auch öffnen, da kann man dann auch nochmal Sachen reinlegen. Das ist aber relativ flach. Und das Armaturenbrett finden wir hier drüben. So sieht das aus. Und da kann man dann zum Beispiel auch noch die Beduftung reintun, wenn sie denn vorhanden ist. Die haben wir jetzt hier aber nicht mit drin, aber da kommt sie normalerweise rein und dann wird in dem Fahrzeug der gewünschte oder gekaufte Duft verwendet. Hier im Handschuhfach ist dann auch die SIM-Karten-Adapter, die man hier reinlegen kann, vorhanden, und die kann man dann hier so rechts reinstecken, wenn man dann sein Internet verbinden möchte. Grundsätzlich werden die Sachen bei Mercedes über Vodafone Internet angeboten. Das heißt, das kann man hier dann irgendwie abschließen. Das ist auch sinnvoll und notwendig, weil ohne Internet hat er keinen Verkehrsfunk. Er kann auch die Telematik, sprich den Autopiloten, nicht benutzen. Das ist alles so ein bisschen schade. Da muss man, wenn man den Autopiloten oder Verkehrsfunk haben will, auch die entsprechenden Abos dann nach der kostenfreien Laufzeit aktivieren und bestellen. Der Einstieg hier hinten ist wesentlich komfortabler als vorne. Ich habe hier diverse Möglichkeiten. Ich habe mein eigenes Infotainment-System. Ich kann hier in die Navigation gehen. Ich kann hier die Klimaanlage steuern. Hier unten gibt es noch so USB-Buchsen. Wir haben hier das Panoramadach. Das sind hier adaptive LED-Leisten. Die kann ich hier auch von Hand so steuern, dass die eingestellt werden. Ich habe Komfortstützen, diese ganzen Massagesachen. Und ich kann auch hier zum Beispiel ein Lichtsonnenrollo hochfahren lassen. Das gibt es auch im Heck, das kann man sich hinten auch nochmal hochfahren lassen. Ich habe rundum LED und ich kann jetzt auch diesen Sitz in den Komfortmodus bringen. Das heißt also, der Vordersitz fährt jetzt nach vorne. Das dauert alles einen kleinen Moment. Jetzt fährt hier die Rückenlehne zurück. Jetzt geht es weiter
Also man muss den oberen Knopf oben links drücken und jetzt fährt der Sitz ganz nach vorne bis fast an die Decke, dann klappt die Kopfstütze weg. Hier unten fährt nochmal eine Leiste aus. Ich kann dann meinen Sitz so ein bisschen nach vorne schieben hier. Also sowohl die Sitzfläche als auch die Lehne sind hier natürlich verstellbar. Jetzt kann ich hier über den kleinen Schalter die Wadenunterstützung hochfahren lassen. Das sieht dann so aus. Ja, ich habe jetzt noch Schuhe an. Das ist so ein bisschen doof und der Sitz ist eigentlich für mich viel zu weit vorne. Also um jetzt hier noch die Beine zu strecken, sollte man natürlich ein bisschen Platz haben. Ja, so würde es vielleicht gehen. Ich sag mal, wenn ihr 2 Meter seid, dann ist das jetzt vielleicht nicht so passend. Es gibt auch eine Massagefunktion für die Wade, die dann eure Waden massiert oder halt hier komplett Rücken etc. Jetzt klicke ich hier auf die Normalpositionierung und jetzt fährt das Ganze nochmal zurück. Ja, wir haben hier oben auch noch einen Sonnenschutz. Warte mal, welche Taste war das? Den kann ich jetzt hier auch einmal dran ziehen, dann wird das Panoramadach zugemacht. Oh, los! Sowohl hier als auch hinten. Damit hat man nicht nur einen guten Sichtschutz, den hätte man ja auch schon durch die dunkle Verglasung, wobei die würde ich auch nicht unbedingt nehmen, aber das ist Geschmackssache, weil das Konturbild des ganzen Autos sich so ein bisschen verändert. Aber hier sitzt man jetzt nun wirklich sehr gut. Und hier hat man eigentlich jeden erdenklichen Komfort. Und wenn man nicht nur Komfort möchte, sondern auch noch ein bisschen arbeiten, hier gibt es auch noch ein Tablet. Und hier gibt es dann nochmal eine Telefonaufladefunktion, damit man auch hier selbstständig von hinten telefonieren kann. Hier hinten kann man dann auch nochmal eine Getränkeflasche so unterbringen. Hier nochmal der Blick nach innen mit den Leuchten an der Decke, dem geschlossenen Panoramadach, den Komfortstützen. Also hier ist wirklich an alles gedacht. Selbstverständlich gibt es auch höhenverstellbare Gurte vorne und es gibt hier hinten Beltbags, das heißt, diese Gurte sind keine normalen Gurte, sondern Airbags und wir haben jetzt auch noch Fong-Airbags, die jetzt quasi im Fong verbaut sind, aber Front-Airbags sind. Also da wird dann quasi von vorne geschützt. Das gibt es noch gar nicht so lange bei der S-Klasse. Das finde ich ist eine sehr gute Idee. Alles, was für die Sicherheit ein Plus ist, kann ich immer nur unterstützen und bejahen. Das ist eine tolle Sache. Über Komfort können wir dann hier ganz einfach die ganzen... Achso, jetzt ist er gerade ausgegangen, aber da kann man die ganzen Massageprogramme steuern. Wir haben dazu auch noch separate Videos, wenn euch das interessiert. Damit die Waden nicht zu hart aufliegen, gibt es selbstverständlich auch noch so ein kleines Kissen, was man darüber machen kann. Dann ist es vielleicht ein bisschen erträglicher im Fond. Wir haben hier nochmal den Kofferraum. Man kann die Rückbänke nicht umlegen, was es bei einigen S-Klassen gibt. Das ist so eine Durchlademöglichkeit. Die gibt es aber auch nur, wenn ihr keinen Kühlschrank habt. Wenn ihr einen Kühlschrank, also das ist ein kleines Kühlfach, da gehen ja 2 Gläser oder eine Flasche rein oder vielleicht auch 3 kleinere Flaschen. Aber wenn ihr das nehmt, dann habt ihr im Kofferraum deutlich weniger Platz. Wenn ihr zum Beispiel ein S63S nehmt, das ist die AMG Top-Motorisierung, dann habt ihr sowieso weniger Platz im Kofferraum, wahrscheinlich weil hier unter nochmal die Akkus sind. Ja, da muss man sich halt entscheiden. Bei der normalen S-Klasse ist der S580 im Übrigen die stärkste Motorisierung. Darüber gibt es dann noch den S63 AMG und ich glaube Performance heißt er auch. Und wenn man nicht diese kurze Version möchte, was ja schon die Langversion ist, gibt es ja noch Maybach-Version als S580, also mit diesem Motor und als S680 mit 12-Zylinder-Motor. Wir haben hier einen relativ geräumigen Kofferraum. Ich glaube, das sind 540 oder 550 Liter, je nach Fahrzeug. Wie gesagt, beim AMG ist es deutlich weniger. Und das ist halt der Hybrid-Technologie, den Batterien so ein bisschen geschuldet. Und man sollte auch vielleicht einen größeren Tank nehmen, insbesondere beim S580, beim S350 kann man das auf jeden Fall optional nehmen, beim 450 Diesel auch. Ja, das ist halt so eine Geschmackssache, aber es würde die Reichweite nochmal erhöhen. Der Verbrauch, wie gesagt, liegt bei über 10 Litern auf jeden Fall.
Und so gesehen ist so ein bisschen Reserve sicherlich nicht schlecht. Die Ausleuchtung des Kofferraumes ist selbstverständlich vorbildlich. Hier oben sind so kleine Leuchten links und rechts und innen drin links und rechts finden wir die auch. Hier nochmal die Durchlademöglichkeit und hier unter ist ja ein bisschen Platz. Hier sieht das so aus. Entschuldigung, dass es hier so schmutzig ist, das habe ich so bekommen. Und hier sehen wir auch nochmal den Abschlepphaken, den ihr selbstverständlich auch montieren könnt. Das passiert da unten rechts. Aber in die Situation kommt ihr hoffentlich nie. Unser Testwagen ist im Übrigen auch mit dem AMG-Paket ausgestattet. Das erkennt man hier an dem Winddiffusor, also an diesen komischen Streben da unten. Ich finde hinten, naja, gut, das kann man sich wahrscheinlich auch schenken. Und hier an den Seiten ist noch ein bisschen Chrom. Am meisten macht es tatsächlich vorne aus, wo man jetzt sagen könnte, okay, das sieht jetzt so ein bisschen dynamischer aus da unten. Links und rechts quasi der Frontspoiler, der sieht natürlich jetzt so ein bisschen dynamischer aus. Dazu gibt es normalerweise so AMG-Felgen, die so einen Rand rundherum haben. Ich finde die nicht ganz so gelungen. Aber hier sind jetzt andere installiert, weil das Winterpaket ist. Also ein Satz Winterreifen gab es hier dazu. Und das heißt also wiederum, dass hier keine AMG-Felgen zu sehen sind. Wenn man das Paket nimmt, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man dann die großen 21, 22 Zoll Felgen nimmt. Da müsstet ihr immer in den Konfigurator schauen. Ich meine, da gibt es ganz schöne Ausführungen. Ich finde das hier aber auch ganz schick. Fahreindruck. Ich habe jetzt mal die Distronic eingeschaltet und auf 50 gestellt. Wir sind innerhalb der Ortschaft. Ortsende. Der Wagen hat jetzt erkannt, dass hier 100 Stundenkilometer gelten. Das heißt, er beschleunigt und sogar viel zu schnell, obwohl wir auf Dynamik gestellt haben, also auf ökonomisch. Aber er ist jetzt hier flott unterwegs, aber das ist ja auch in Ordnung, hier außerhalb der Ortschaft und auf der Landstraße. Hier bremst er jetzt nochmal wunderbar ab. Oh ja. Die fahrdynamischen Sitze stützen mich jetzt gerade bei dieser Rechtskurve. Das ist sehr angenehm. Massage einschalten. Alles klar, ich aktiviere die Massage. Jetzt beginnt die Massage, meinen Rücken zu massieren. Das ist auch sehr schön. Er hat jetzt nochmal auf 79, 78 hier runter gebremst. Er beschleunigt jetzt von selbst. Also ich muss jetzt hier tatsächlich nur lenken und das Lenkrad kann ich manchmal auch noch sogar loslassen, wenn jetzt... Das würde ich aber nur machen, wenn auf beiden Seiten Linien sind. Hier geht das jetzt auch, da wird man auch unterstützt. Das ist alles völlig in Ordnung. Neben der Massage habe ich auch Sitzheizung und ich kann die Sitzbelüftung einschalten. Also das macht das Fahren beides sehr angenehm und durch das, jetzt haben wir 70, das passt er jetzt auch an. Ein bisschen verzögert ist er, aber naja, das passt schon. Für normales Fahren in der Realität passt das. Er hat das Panoramadach, was hier eine sehr schöne Atmosphäre verbreitet und dadurch, dass hier das natürlich alles nochmal mit Leder bezogen ist, ist das auch sehr schön, wobei man tatsächlich nicht so viel Unterschied zu dem normalen verspürt. Jetzt ist wieder aufgehoben, aber ich rolle mal hier mit 70 weiter. Der Fahreindruck, also ihr hört, dass ihr kaum etwas hört. So ein bisschen ist die Lüftung im Hintergrund zu hören und die Abrollgeräusche der Reifen. Der Motor wummert so ganz leicht im Hintergrund. Ich kann jetzt mal die Kennlinie nochmal anpassen. Jetzt schaltet er auf 2000 Umdrehungen hoch. Bei Sport Plus passiert erstmal nichts, aber wir fahren jetzt auch gerade in die Ortschaft. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Oh, jetzt gibt er aber schon Schub, auch wenn ich noch nicht mal voll durchdrücke, aber man merkt schon, das passt. Wenn ich dasselbe mache im Komfort, ja gut, da merkt man jetzt nicht so viel Unterschied. Also, nö, das ist jetzt nicht sonderlich auffällig anders.
Mal sehen, wie das hier so ist. Wenn ich jetzt richtig durchdrücke, ja, da kommt er jetzt auch richtig. Wenn ich jetzt auf Komfort gehe, und ich dann Gas gebe, dann wird es wahrscheinlich immer noch genauso ähnlich sein. Auch wenn die Kennlinie so ein bisschen niedriger angesetzt ist. Aber wenn ihr jetzt hier so reinlatscht, ich traue mich gar nicht richtig reinzulatschen, aber der hat einfach Reserven. In jeder Situation hat er Reserven. Das passt. Was ich jetzt noch mal kurz zeigen wollte, ist, wenn ihr jetzt irgendwie mal eine Unebenheit habt oder eine Hofeinfahrt, einen Feldweg, dann solltet ihr auf jeden Fall das Auto anheben. Das ist eine ganz sinnvolle Ergänzung, damit man da nichts kaputt macht, weil durch das Luftfahrwerk, insbesondere wenn ihr schneller unterwegs seid, dann geht das allerdings nicht. Dann senkt sich das ja so ab, um den Verbrauch zu mindern, und das ist so grundsätzlich eine ganz schöne Sache, und das Fahrwerk ist natürlich auch einfach toll. Es gibt noch das E-Body-Fahrwerk, also das ist so ein elektronisches, das würde dann auch noch die Unebenheiten auf der Straße ausgleichen. Das ist auch ganz schön. Einen Vorteil hat das ist, dass wenn ihr einen Unfall habt und euch einer in die Seite fährt, dann würde das Auto nochmal spontan angehoben werden, relativ schnell. Also das Annehmen hier dauert einen kleinen Moment, und wenn euch dann einer reinfährt, dann wird das Auto angehoben und dann wird mehr der untere Bereich, der stärker in der Karosserietechnik ist, getroffen. Das würde so ein bisschen mehr an Sicherheit schaffen. Jetzt legen wir mal den Rückwärtsgang ein und fahren hier mal zurück. Dann könnt ihr nämlich nochmal die Rückfahrkamera sehen, die auch hervorragend ist. Selbst wenn man keine Beleuchtung hat, kann man immer noch etwas erkennen. Das ist sehr schön. Hier könnt ihr doch mal das Augmented Reality sehen, also die erweiterte Realität. Das heißt also, hier wird mir jetzt so ein Pfeil angezeigt, so ein blauer, den sehe ich auch im Head-Up-Display, also direkt, und je näher ich an die Stelle komme, wo ich jetzt abbiegen will, umso klarer wird das. Also Jetzt links abbiegen in die Nickdorfer Straße. Jetzt sehe ich nämlich auch solche Pfeile, das heißt also, ich soll jetzt links abbiegen, also da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Irritation, dass man das jetzt missverstehen könnte. Nun möchte ich euch nochmal die Parkassistenz zeigen. Dafür gehen wir hier einmal drauf. Parkassistenz, und suchen jetzt eine Parklücke. Es gibt hier mehrere quer. Mal gucken, ob er da jetzt was von erkennt. Ich habe das gerade woanders schon mal probiert, da war das aber nichts. Aber vielleicht ist er hier so ein bisschen erfolgreicher. Also das Problem ist nicht, dass es hier jetzt keinen Parkraum gibt, sondern eher, dass er ihn nicht als solchen erkennt. Und somit hat er tatsächlich 2, 3 Parkplätze jetzt nicht erkannt. Das ist jetzt aber nicht schlimm. Wir probieren gleich nochmal an einer Längsparklücke. So, jetzt hat er eine Parklücke erkannt. Ich drücke hier auf Start. Und er fängt jetzt an, den Rückwärtsgang einzulegen und fährt jetzt quasi vollständig selbstständig zurück. Ich mache jetzt erstmal gar nichts. Ich bin natürlich immer bremsbereit. Das sollte man bei diesem System immer sein. Ich mache auch mal ein bisschen langsamer. Ja, aber der fährt hier sehr gut rein. Jetzt lenkt er auch noch gerade. Jetzt fährt er noch ein Stückchen nach vorne. Parkvorgang beendet. So sieht das dann aus, wenn er eingeparkt hat. Also das ist sehr präzise, auch wenn man sich das von vorne noch mal anschaut. Das hat er gut gemacht. Wir befinden uns jetzt auf der Autobahn kurz vorm Elbtunnel. Wir haben eine 60er-Beschränkung, die hat er auch ohne weiteres erkannt. Der Autopilot funktioniert nicht, weil er hier eine Baustelle erkannt hat
Und das bedeutet also, dass wir hier mit dem normalen Assistenten fahren. Aber auch der unterstützt mich beim Lenken, der hält den Abstand, der erkennt die Geschwindigkeit. Also das ist alles wunderbar. Also man muss den Autopiloten nicht zwangsweise haben. Die Geschwindigkeit ist aufgehoben. Wir sehen jetzt, die Aufhebungsgeschwindigkeit bedeutet, er beschleunigt bis 130. Das ist ja so die Richtgeschwindigkeit. Das ist hier, sage ich mal, wie 80 oder 90 in einem Kompaktwagen. Das ist also eine sehr angenehme Reisegeschwindigkeit. 150. Ja, also mit 150 kann man gut reisen. Jetzt gebe ich noch mal ein bisschen Gas. 180, da wird er schon lauter. Jetzt beschleunigen wir noch mal. Also der V8, der zieht natürlich wahnsinnig gut ab. Also 200. Auch das ist noch sehr entspannt. So, jetzt haben wir noch mal 110. Also zusammenfassend kann man sagen, im S580 fühlt man sich, also hier ist der Belach jetzt gerade noch mal ein bisschen rauer, aber grundsätzlich bis 200 kann man hier sehr entspannt fahren. 160 ist mit der S-Klasse immer eine gute Reiseempfehlung. Hier sehen wir nochmal die Augmented Reality, die Pfeile, die wir jetzt hier in diesem Bild sehen. Die werden mir auch in der Fahrbahn eingeblendet. Jetzt sehe ich hier genau so 4 Pfeile, die nach links zeigen und jetzt ein Stückchen noch geradeaus. Das ist alles gut. Also das finde ich, das ist eine Unterstützung, die durchaus hilfreich ist und etwaige Unklarheiten in Abbiegesituationen durchaus aufhebt. Also ganz schöne Sache. Herzlich willkommen zur Nachtfahrt. Jetzt auf unserer gewohnten Strecke. Wir befinden uns aktuell in der Ortschaft. Der Fernlichtassistent, also alles ist an. Die Ortschaft endet gleich. Er fängt an auszuleuchten. Das ist kaum zu toppen. Schön breit, weit und auch noch hoch. Jetzt biege ich noch mal ab. Ja, auch hier die Kurve, der Parkplatz hier, das ist alles wunderbar ausgeleuchtet. Auch links und rechts. Ich zeige das noch einmal im Detail. Wenn ich jetzt nochmal nach rechts einschlage, und wenn ich jetzt nochmal nach links einschlage, dann kann man hier schon ordentlich was sehen. Was ich euch bei dieser Gelegenheit auch nochmal zeigen möchte, ist die Rückfahrkamera. Wir legen R ein und schon geht es hier los. Also hier ist keinerlei andere Beleuchtung außer die von dem Auto selbst. Die Abgase, ja, die sind jetzt so ein bisschen im Weg, aber sonst kann man hier mit der Rückfahrkamera schon sehr gut sehen. Jetzt gehe ich nach vorne. Hier können wir jetzt auch noch mal vorwärts gucken. Hier sehen wir jetzt noch mal die Ausleuchtung auf der Autobahn. Also sehr breit von links nach rechts und auch die Schilder hier oben rechts, die werden jetzt sehr schön ausgestrahlt. Ich biege jetzt noch mal hier ab. Ihr seht da oben, da rechnet er immer unentwegt raus, dass die Schilder nicht überblendet werden, aber trotzdem angestrahlt. Und danach rechts abbiegen. Und auch hier jetzt gleich in der Kurve, da wird er jetzt hier auch reinleuchten. Jetzt kann ich im Head-Up, habe ich auch diese Pfeile wieder. Und hier seht ihr wunderbar, wie er nach und nach alles durchrechnet. Und die Autos, die jetzt da vorne stehen, die rechnet er jetzt, also da blendet er jetzt schon ab. Auch hier auf der Landstraße haben wir eine wunderbare Ausleuchtung. Hier, wenn Gegenverkehr ist, rechnet er den auch wunderbar raus. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Da kann man wunderbar mit fahren, auch nachts. Von den Lichtverhältnissen ist es ja fast wie am Tag. Öffnen. Sehen wir hier schon die wunderschöne Ausleuchtung der Scheinwerfer. Und auch hier an der Seite das Mercedes-Zeichen. Die beleuchteten Türgriffe, die gehen noch an, wenn man dahin geht. So ein bisschen Coming Home, Leaving Home Funktion. Die Silhouette von hinten. Verschließen. Öffnen.
Kofferraumausleuchtung. Also das ist auch sehr hervorragend. Da eine Beleuchtung, da eine Beleuchtung und auch noch zusätzlich oben Innenraumbeleuchtung von top und vorne genauso. So sieht das Ganze aus, wenn die Innenbeleuchtung aus ist, sprich Ambiente-Beleuchtung, Fußraumbeleuchtung, M-Bux. Da sieht es so aus. Machen wir ein bisschen Licht dazu, damit die Kamera besser erkennen kann. Also das ist schon sehr schön. Und ja auch im hinteren Bereich, hinter den Einzelsitzen, finden wir quasi auch noch diese Lichtkontur, die so einmal rumgeht. Jetzt starten wir einmal. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Radfahrer vor uns und die Distronic erkennt ihn einwandfrei. Also das ist ganz toll. Morgendliche Begrüßung, der Sternstaub. Im Hinblick auf das Jahr 2025 könnte ich mir vorstellen, dass die S-Klasse dann ja schon rund 4 Jahre gibt, dass das Facelift folgt. Es gibt ja auch schon das eine oder andere getarnte Bild. Also Erlkönige sind unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, oder so wie ich das verstehe, wird die Front nochmal weiter nach unten, also größer werden, würde ja auch passen, weil beim BMW 7er, da ist die Niere ja auch größer geworden und so gesehen liegt es nahe, dass der Grill auch nochmal ein bisschen zulegt. Im Bereich des Armaturenbrettes wird es sich sicherlich auch das eine oder andere ändern. Wenn man jetzt die aktuelle E-Klasse fährt, merkt man ja schon deutlich, dass die KI Einzug gehalten hat und das M-Bux da wesentlich fortschrittlicher bereits jetzt ist und auch einfach so ein bisschen liebevoller betreuend. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass natürlich diese Technik auch hier Einzug halten wird. Es bleibt zu hoffen, dass nicht das Display aus der E-Klasse hier reinkommt, weil da ist die Kniefreiheit dann ja nicht ganz so optimal. Aber in Designstudien gibt es jetzt ja auch die Variante, dass das Display, also quasi das Digitalfahrerdisplay, jetzt so einmal komplett rüber geht und die 3 Displays dann da verteilt werden. Ja, das wird man sehen. Aber wenn ihr jetzt, sage ich mal, demnächst, also im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr eine S-Klasse kaufen wolltet, dann würde ich jetzt vielleicht noch mal gucken, ob es da mit dem Facelift weitere Informationen gibt und man dann vielleicht schon den allerneuesten Stand der Technik bekommen kann. Hier jetzt das Auto an sich, unberücksichtigt von dem Technikpaket, ist natürlich top. Also es ist einfach ein Komfortauto zum Reisen gedacht. Fazit zum S580 4MATIC Langversion. Die S-Klasse ist ein hervorragendes Auto. Die Ausleuchtung der Straße mit diesen Projektionsscheinwerfern bzw. den blendfreien Fernlicht ist toll, ganz ohne Frage. Und eine S-Klasse kauft man in der Regel, weil man viel unterwegs ist oder weil man repräsentieren möchte. Aber im Wesentlichen ist die S-Klasse ein Reiseauto und damit auf der Autobahn unterwegs zu sein, ist einfach entspannt. Das ist das, was die S-Klasse ausmacht. Entspanntes, komfortables Reisen. 500 oder 1000 Kilometer in einem Tag mit der S-Klasse in der Regel kein Problem. Man kommt relativ entspannt an, wo man bei anderen Autos jetzt also schon bei 300 Kilometern schon ziemlich abgespannt wäre. Und diese ganzen Features, die es heute dazu gibt, dieses Energizing Komfort, ja gut, also so eine Revitalisierung, ja, ist im Prinzip eine nette Idee. Und auch die Massagesitze, Sitzheizung, Sitzbelüftung, das ist in der Luxusklasse, in dieser Oberklasse, Fahrzeugklasse eigentlich ja schon Pflicht. Mitbewerber wie BMW und Audi A8 haben das ja auch, aber die S-Klasse ist zumindest meiner Meinung nach da immer noch mal einen Tick besser und auch bedienerfreundlich, auch wenn hier nicht alles top ist. Also die Spiegelverstellung zum Beispiel, als wir ihn abgeholt haben,
die funktioniert im Augenblick nicht so, wie sie eigentlich sollte. Das ist so ein bisschen schade, aber von den Grundwerten, Sicherheit, Komfort, Luxus, Anführungsstrichen, ist das ein hervorragendes Auto und die S-Klasse bewährt sich da auch. Also insbesondere, wenn ihr viel auf der Autobahn unterwegs seid, S-Klasse ist ein tolles Auto, würde ich persönlich empfehlen. Ob es nun ein S580 sein muss, das ist natürlich persönliches Empfinden. Der ist ja wie gesagt so ähnlich wie der S450 Diesel, auch wenn das ein Sechszylinder ist, aber von den Leistungsdaten steht der jetzt nicht so weit zurück. Wenn ihr viel sportlich unterwegs seid, zum Beispiel aus einer Ortschaft rauskommt, dann gleich überholen wollt, dann ist so ein Auto natürlich ganz toll, weil der hat immer Leistung. Wollt ihr über 200 nochmal durchtreten und dass der richtig anzieht mit 700 Newtonmeter, das erfüllt der S580. Wenn ihr es nicht ganz so extrem braucht und einen Benziner wollt, S450 oder S500, das sind jetzt alles Sechszylinder, nicht mehr wie früher der 500 ein Achtzylinder, sondern alles rein Sechszylinder, aber durchaus auch aufgeladen und somit sehr leistungsstark, vielleicht ein Tick ruhiger als die Dieselmotoren. Grundsätzlich reicht aber auch S350, S450 Diesel jeweils aus. Und da kann man auch ebenfalls komfortabel und lange reisen. Insbesondere muss man da nicht so häufig an die Tankstelle. Dass man nun natürlich hier Abos für den Verkehrsfunk und mobiles Internet ständig braucht, damit so ein System am Laufen gehalten wird, das ist ja so relativ. Also den Autopiloten bräuchte ich persönlich nicht. Insbesondere, weil er in vielen Situationen gar nicht verfügbar ist und im Baustellen zum Beispiel auch nicht. So vom Elbtunnel hatte ich das gerade noch mal getestet. Da war er nicht verfügbar und ansonsten war er auch nicht verfügbar. Also wir konnten ihn gar nicht testen, weil der Mi-Account ja nicht vorhanden ist, der das unterstützt. Das ist sehr schade, aber die normale Distronic ist bereits so gut, also ihr verlasst die Ortschaft, er beschleunigt, er erkennt die Geschwindigkeit, er passt an. Ihr habt die verschiedenen Fahrprogramme, nach denen er dann noch fährt. Also der ist einfach gut. Vielleicht eines der besten Systeme, was ich bisher gefahren habe. Und in Verbindung mit dem Komfort und der Lärmdämmung ist das toll. Die verschiedenen Routen, die man über das M-Books auswählen kann. Wir haben auch noch eine ganze Reihe weiterer Videos gemacht. Wir machen nochmal ein Video zur Ausstattung, was ich empfehlen würde, was man nehmen kann oder nicht, unter welchen Bedingungen. Also das könnt ihr euch auch nochmal ansehen. Aber im Wesentlichen reicht, ich sag mal, die kleinste S-Klasse, gegebenenfalls sogar ohne 4MATIC, wenn ihr sowieso nur im Flachland, Norddeutschland, Mitteldeutschland unterwegs seid. So viel Winter gibt es ja nicht mehr. Und dann ist das mit den Assistenzsystemen, mit der Distronic Plus und dann nehmt ihr nochmal Massage und Sitzheizung, Sitzbelüftung, Komfortpaket. Ja, dann ist das ein ganz geiles Auto. Also, um unsere Kernfrage zu beantworten, solltet ihr euch die S-Klasse anschauen, wenn ihr in Autos im Bereich Luxus- oder Oberklasse-Segment sucht, ja. Sollte er euch zu teuer sein, fragt auch gerne mal beim Händler nochmal nach etwaigen Nachlässen. Momentan wurde die Produktion, also wir haben jetzt 2024, 4. Quartal, so wie ich gelesen habe, so ein bisschen zurückgefahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch durchaus ein bisschen Rabatt gibt. Wenn das nicht reichen sollte, kann man natürlich auch ein Auto nehmen, was vielleicht ein Jahr alt ist. Also der kostet 191 neu. Ich habe mal geguckt, so ganz grob gibt es auch S580 mit bis zu 15.000 Kilometern. Die liegen jetzt bei unter 155.000. Da kann man natürlich auch noch mal sparen. Und wenn ihr ein spezielles Auto wollt, dann könnt ihr ja vielleicht mit der Niederlassung oder mit dem Händler auch noch mal sprechen und fragen, ob er den als Vorführwagen zulässt und ihr ihn dann später übernehmt. Uns hat der Wagen auf jeden Fall Freude bereitet, auch wenn der S580 für mich persönlich jetzt nicht
die optimale Motorisierung wäre. Ich sagte ja, der S500 ist im Prinzip völlig irrational. Er hat viel zu viel Leistung, er verbraucht viel mehr als der Diesel. Die S-Klasse insgesamt ist top. Auch jetzt gerade, ich setze mich hier rein, mache die Sitzheizung an, das ist einfach schön, man kann hier Fernsehen hinten, das ist ein absolutes Komfortauto und toll für lange Reisen. Dennoch, obwohl ich den V8 so ein bisschen objektiv verurteile, sage ich mal, finde ich gibt es ein kleines Tränchen, dass wir ihn jetzt wieder abgeben gleich und so gesehen hat er auch etwas. Neben dieser enormen Leistung, die immer zur Verfügung steht, gewöhnt man sich an ihn und das ist irgendwie dieses seichte Brabbeln, sage ich mal, das hat doch irgendwie etwas. Ja, also ich wollte den Motor jetzt nicht irgendwie objektiv schlecht machen. Er ist natürlich einfach unwirtschaftlich, aber er bereitet Freude und das, was ich eigentlich sagen wollte, er unterstreicht den Charakter dieses hochwertigen Luxuswagens. In diesem Sinne hoffe ich, dieses Video hat dich weitergebracht. Wenn ja, gib uns gerne einen Daumen nach oben und möchtest du dich für dieses Video bedanken, abonniere gerne den Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir haben weitere Videos zu der S-Klasse gemacht, zu der Funktionsweise, zu den einzelnen optionalen Ausstattungen. In diesem Sinne, auf bald. Tschüss!